Nichts regt mich wirklich so sehr auf, als an einem wunderschönen Ort in der Natur zu sein und dann sowas hier zu sehen. Und das Erste, was mich Leute immer nach meinen Touren fragen, die sonst gar nichts mit dem Outdoor-Bereich zu tun haben, ist, ja, wie gehst du eigentlich im Wald aufs Klo? Und ich weiß, das ist ein unangenehmes Thema, aber es scheint wirklich notwendig zu sein, da mal drüber zu sprechen, da ich das in den letzten Jahren wirklich immer mehr vermehrt sehe, dass die Leute ihr Toilettenpapier, ihre Feuchttücher draußen im Wald liegen lassen. Und das kann natürlich sein, dass die Leute das einfach nicht wissen. Deswegen möchte ich euch heute mal zeigen, wie man draußen im Wald richtig auf Trails und Touren seine Notdurft verrichtet. Und das geht nicht nur um deutsche Wanderwege, sondern ich sehe es auch immer wieder auf dem West Highland Way, zum Beispiel auf dem Kungsläden. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Um also draußen sein Geschäft verrichten zu können, gräbt man als erstes so ein Loch. Und das macht man nicht nur, damit das Toilettenpapier, die Fäkalien anderer Müll versteckt ist und vielleicht vom Wind sich verteilen könnte, sondern auch, weil sich das dadurch, dass es im Erdloch ist, natürlich schneller zersetzt und vor allem deswegen, weil die menschlichen Fäkalien teilweise sehr viele Bakterien und Keime haben, die sonst selten in der Natur vorkommen und vor allem für Tiere wirklich echt schädlich und ungesund sein können. Und Tiere gehen natürlich da dran, wenn sowas offen rumliegen würde, und deswegen versteckt man das Ganze sicher im Erdloch mit einer ausreichenden Tiefe, sodass da auch wirklich keiner dran kommt. Um so ein Loch zu graben, reicht es nicht aus, einfach nur einen Stock zu nehmen oder das mit seinem Trekkingstock zu versuchen, sondern man braucht schon eine richtige Schaufel. Man will natürlich gerade auf mehrtägigen Wanderungen nicht einen ganzen Spaten mitnehmen, und dafür gibt es wirklich ultraleichte Schaufeln, die speziell für diesen Anwendungsfall designt sind. Ich habe immer 3 Modelle mitgebracht, und solche ultraleichten Schaufeln, die müssen vor allem spitz sein. Denn man will natürlich durch Wurzeln und dichte Erde durchdringen und dann mit der breiten Fläche auch noch schaufeln können. Ein Modell, was sehr viel benutzt wird, ist zum Beispiel The Deuce. Das gibt es in 3 Größen. Das hier wiegt 18 Gramm. Etwas kleiner und ein bisschen mehr gebogen ist das Modell hier von Kiewitz. Das wiegt nur 12 Gramm. Und ich mittlerweile benutze teilweise auch einen sehr großen Titanhering dafür. Das geht natürlich nicht mit allen Heringen, aber hier von Nordisk, der Titanium V-Pack, wiegt 16 Gramm. Ich benutze ihn natürlich für mein Zelt, und damit kann man in den Boden schon reinstechen und dann ganz gemütlich was ausheben. Ja, wenn es dann soweit ist, geht ihr im Prinzip von Weg ab, sucht euch einen kleinen Sichtschutz, achtet auf jeden Fall auch darauf, dass ihr nicht an Gewässern ein Loch grabt. Also mindestens 50, besser 70 Meter Entfernung von allem, was Wasser führt, Bachläufe, Flüsse und Gewässer. Und dann schaut man nach einem Spot, der vorzugsweise ebenerdig ist, vielleicht nicht direkt an der Baumwurzel ist, das macht es natürlich schwerer, und wo die Erde vielleicht nicht zu porös und nicht zu dicht ist. Da eignen sich aber eigentlich immer Stellen zu, die man findet. Ja, und entweder kann man natürlich direkt erst bei Bedarf das Loch graben. Eine gute Idee kann es aber auch sein, wenn man abends am Lager angekommen ist und dann sein Zelt aufgebaut hat, schon mal ein Loch vorzugraben an einem gewissen Platz im Wald. Das heißt, wenn man nachts aufsteht und es regnet vielleicht, muss man nicht in dem Moment wirklich ein Loch graben. Für viele birgt das auch so eine kleine Gewissheit dann, dass sie wissen, ich habe schon mal einen Spot. Und wenn die Zeit absolut nicht reichen sollte, dass ihr in dem Moment einfach nicht mehr einhalten könnt, dann könnt ihr auch danach das Loch im Prinzip erst graben und das Ganze dann mit Erde und Laub und der Schaufel oder vielleicht dem Stock reinschieben und dann wieder verschließen. Habe ich dann eine geeignete Stelle gefunden, befreie ich den Platz erstmal kurz von Laub und fange danach nicht einfach an zu schaufeln, sondern stecke die spitze Seite wirklich in den Waldboden. Und das kann, wie ihr seht, schon mal schwer sein. Deswegen kann ich da entweder auch einen Ast für verwenden, der gerade liegt, oder meinen Schuh zum Beispiel oder einen Stein. Ich gehe dann wirklich einmal mit der Schaufel im Kreis rum, sodass dann ein Loch von etwa 10 cm Breite entsteht. Das reicht schon, und hebt dann diesen ganzen Erdklumpen einfach aus und legt den daneben, weil wir den natürlich gleich wieder brauchen, um das Ganze zuzukippen. Zum Schluss kann man dann noch ein bisschen manuell graben und das Loch insgesamt tiefer machen. Man sollte schon mindestens 10 bis 15 cm erreichen, damit das Loch auch tief genug ist, dass Tiere nicht sofort daran gelangen können. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich versuche auf meinem Kanal gerade jede Woche ein Video über Touren, Ausrüstung und sonstige Informationen zum Trekking kostenlos für euch bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde es mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, sodass ich in Zukunft noch spannendere Themen rund um unser gemeinsames Hobby beleuchten kann. Vielen Dank. Für die meisten Leute sollte diese Position auf jeden Fall am besten sein. Habt ihr Probleme, euch so hinzuknien mit der Hüfte, kann man zum Beispiel auch seine Trekkingstöcke mitnehmen und sich daran so ein bisschen festhalten. Oder man
schaut einfach, dass ein Baum in der Nähe ist, kann sich da auch abstützen. Und es gibt natürlich den klassischen Donnerbalken, auf dem man sich dann quasi hinten rüber draufsetzen kann und sein Loch im Prinzip ja dahinter wirklich graben würde. Und danach wird natürlich mit Hilfe der Schaufel das Loch einfach wieder zugeschoben. Die ganze Erde kann hier nochmal verwertet werden. Man drückt das Ganze später auch mit dem Fuß noch ein bisschen platt, macht Laub wieder drüber, ganz nach der Leave No Trace Philosophie, dass man gar nichts mehr sieht. Man kann optional dann noch einen Stein wirklich hier drüber packen, um das vielleicht auch für andere wissende Wanderer zu markieren. Und damit ist der ganze Vorgang auch abgeschlossen. Bevor man die Schaufel dann wieder in den Rucksack packt, und das mache ich übrigens außen direkt neben der Flasche, kann man einfach einen Stock nehmen und so im Prinzip die Erde ein bisschen entfernen, sodass der ganze Dreck auch nicht mit in den Rucksack kommt. Toilettenpapier solltet ihr natürlich auch dabei haben, und zwar genug. Die kleine Menge, die ich hier habe, wird vielleicht für einen Tag reichen, wickelt wirklich sehr viel von der Rolle ab und verdoppelt das Ganze nochmal. Da täuscht man sich immer sehr leicht und nimmt meistens zu wenig Toilettenpapier mit. Das eignet sich auch mal ganz gut, um nach dem Zähneputzen zum Beispiel die Zahnbürste sauber zu machen, und da kann man eigentlich nie genug von haben. Das Papier sollte natürlich biologisch abbaubar sein und ein bisschen dünn sein, deswegen immer zellulosebasiertes Papier nehmen. Auf jeden Fall keine Feuchttücher, das reicht hier auch komplett aus. Und in manchen Gebieten, zum Beispiel auch im Abisko Nationalpark beim Kungsläden, da ist es definitiv komplett untersagt, auch Toilettenpapier zu vergraben. Deswegen macht ihr das genauso mit dem Loch, nimmt euer Toilettenpapier dann aber in einem wiederverschließbaren Beutel mit, den ihr dann bei Gelegenheit, ja, nachdem man aus der Natur kommt, auch entsorgen kann. Ansonsten ist es eine gute Idee, die Hände natürlich auch noch zu reinigen und zu desinfizieren. Und da kann man klassisches Desinfektionsmittel mitnehmen. Besser ist es aber gerade bei der Form von Bakterien und Keimen, die wir bei diesen Fäkalien haben, wirklich spezielle Seife auch mitzunehmen. Da habe ich jetzt zum Beispiel die Camp Soap. Und es gibt auch noch eine speziellere Seife von Dr. Bonner, die 18-in-1 Seife, verlinke ich euch auch mal. Und damit kann man sich die Hände waschen, damit kann man auch noch das als Shampoo benutzen, als Duschzeug, hat wirklich 18 Funktionen. Und wenn dann die große Flasche auch zu schwer ist und zu groß ist, der kann wirklich diese kleinen Behälter noch mitnehmen in unterschiedlichen Größen. Benutze ich zum Beispiel bei Spiritus auch, oder ja, wenn ich mal was abfüllen will, das reicht dann schon wirklich. Also die Seife ist sehr ergiebig für einige Tage draußen. Das Schlimmste wäre natürlich unterwegs, wenn das Toilettenpapier nass wird. Ich packe es zum Beispiel in den Hüftgurt, manchmal in die Tasche rein und packe es nicht nur in einen Ziploc-Beutel, sondern nehme noch einen zweiten und packe es quasi gegengleich mit den Verschlüssen nochmal hier rein, dass da auf keinen Fall etwas passieren kann. Als Alternative, wenn ihr das Risiko des nassen Toilettenpapiers nicht eingehen wollt, gibt es natürlich auch ja, so eine Art mobiles Bidet. Das kann entweder ein Aufsatz sein, von Pepe zum Beispiel, hatte ich mal getestet, den schraubt man auf den Flaschendeckel drauf und hat dann quasi eine leichte Vorrichtung, um sich danach auch sauber zu machen. Andererseits, wenn man wirklich ultraleicht ist, kann man auch einen speziellen Flaschendeckel vorher präparieren und mit einer Nadel kleine Löcher reinstechen. Das funktioniert für viele auch gut. Für mich hat sich das Toilettenpapier aber mit dem richtigen Loch immer noch mehr bewahrt. Ansonsten kann man diese Schaufeln auch wirklich noch für mehr Sachen gebrauchen. Ihr seht schon, bei diesem Modell ist hier oben ein Loch drin. Und als ich auf meinem Schleswig-Holstein-Steig letztes Jahr war, habe ich direkt am ersten Tag dummerweise meine Heringe am Zeltplatz liegen lassen. Und die restliche Tour habe ich diese Schaufel quasi als Notfallhering verwendet. Viele Leute benutzen das auch wirklich als Sturmhering oder wenn der Boden sehr weich ist, zum Beispiel im Sand und im Schnee. Und dann ist so eine Schaufel wirklich ja, für 18 Gramm hier stärker als die meisten normalen Heringe. Ja, ihr seht schon, draußen sein Geschäft zu verrichten, ohne Müll zu hinterlassen und vor allem Tiere zu gefährden, ist absolut kein Hexenwerk. Ich werde euch wie immer alle gezeigten Produkte und Schaufeln unten in die Beschreibung packen. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.